Sizilien, ganz im Süden Italiens gelegen, ist die größte Insel im Mittelmeer. Hier kommen nicht nur Archäologie- und Naturliebhaber auf ihre Kosten, sondern auch Gourmets. 120 Kilometer sind es bis Milazzo. Hier bleibt das Auto 5 Tage stehen. Es geht mit der Fähre weiter auf die Insel Lipari, unserem Standort für die Erkundung der gleichnamigen Insel von Vulcano, Panarea und Stromboli. Auf Lipari angekommen. Kommt man vom Meer her, dominiert der Burgberg mit den Resten eben jener und der Kathedrale San Bartolomeo. Im Süden liegt die Bucht Marina Corta und im Norden findet sich Marina Lunga. Der Fels mit der Burg ragt imposant über die Häuser der Stadt empor. Die massive Festungsmauer ist Umgebung von einem bunten Gassengewirr mit Läden, Restaurants, Wohnungen. Die Wäsche flattert über die Köpfe hinweg. Um diese Jahreszeit ist noch recht wenig los. Der Corso Vittorio Emanuele verbindet die beiden Häfen Marina Corta und Marina Lunga. Die geschäftige Hauptstraße ist beliebter Treffpunkt. Auch die Seitengassen strahlen eine wunderbare südländische Atmosphäre aus. Der Friedhof der Stadt liegt gleich am Stadtrand an einem Hang. In Sizilien halten viele Hinterbliebene eine Totenwache ab, die 3 Tage dauern kann. Man könne die Toten ja nicht von einem Tag auf den anderen allein lassen, nur weil sie verstorben sind. Zudem kann man sich selber so langsam verabschieden. Am Tag der Toten, in der Nacht vom 1. auf den 2. November, bekommen Kinder Süßigkeiten und Geschenke von den Verstorbenen. Der Gedanke dahinter ist, dass die Ahnen keineswegs weg sind und man keine Angst vor dem Tod haben müsse. Hier ist der Tod Teil des Lebens und nicht sein Ende. Einen schönen Ausblick haben die Verstorbenen ebenfalls. Oben auf dem Burgberg finden sich die einzige Kathedrale und heutige Kirche San Bartolomeo, ursprünglich von Roger I. 1084 errichtet und 1544 bei einem Überfall türkischer Piraten zerstört. Sie töteten oder versklavten nahezu die gesamte Bevölkerung Liparis, sodass die Insel menschenleer war. Erst im 17. Jahrhundert kamen wieder neue Siedler. Der heutige Bau im Barockstil stammt von 1654, der Glockenturm und die Fassade aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Gleich nebenan finden sich noch Reste des ehemaligen Kreuzganges des zerstörten Benediktinerklosters. Die ehemalige Festung beherbergt das Archäologische Museum der Äolischen Inseln, das Museum Archeologico Eoliano mit Funden von der Inselgruppe. Eine umfangreiche Sammlung prähistorischer Keramiken zeigt,
wie lange die Inseln schon besiedelt sind. Demgegenüber braucht sich die Sammlung griechischer und römischer Artefakte nicht zu verstecken. Im Museum und zahlreiche noch im Außenbereich sind alte Sarkophage aus diesen Zeiten ausgestellt. Bis heute hat man auf der Insel mehr als 3000 Gräber entdeckt. Sie waren dicht nebeneinander und oft übereinander auf verschiedenen Ebenen angelegt. Die Sarkophage bestehen aus Stein oder Terrakotta, sind mal mehr oder weniger gut ausgearbeitet. Der Kopf des Bestatteten zeigt immer nach Süden. Grabbeigaben lagen seitlich am Kopf. Die Sarkophage fanden sich in 3 bis 4 Meter Tiefe, an der Oberfläche gab es einen Grabstein. In Sichtweite liegt das Areal, auf dem viele der Sarkophage gefunden wurden. Seit 1948 wird hier gegraben. Derzeit ist das Gelände geschlossen. Ein paar Arbeiter waren zugange, um Spielgeräte aufzustellen. Damit war auch ein Gatter in der Umzäunung offen, also rein. Gelegenheit, über die Ausgrabungsstätte zu streifen, ohne dass es jemanden störte. Der alte Hafen Marina Corte mit der Kleinkirche Anime del Purgatorio direkt an der Mole gelegen. Hier meint man fast, an einem kleinen alten Fischerhafen zu sein. Shops mit Touristenware sind nicht allzu zahlreich, dafür finden sich nicht wenige mit Handarbeitsware, sei es Schmuck, Keramik oder Arbeiten mit dem vulkanischen Glas Obsidian, das sich hier auf den Inseln findet. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Le commandant. Es geht zu unserem Hauptziel auf den Liparischen Inseln, dem Vulkan Stromboli. Dafür muss man einen ganzen Tag einplanen. Vorher aber machen wir einen Stopp auf Panarea, der kleinsten der 7 äolischen Inseln. Um diese Jahreszeit ist kaum etwas los. In der Saison sieht es anders aus. Schöne Strände, tiefblaues Wasser und eine gute touristische Infrastruktur locken im Sommer eine Vielzahl von Besuchern nach Panarea. Besonders unter Jetsettern ist die Insel ein beliebtes Urlaubsziel. Ein Eldorado der Reichen und Schönen. Die italienische Society leistet sich auf Panarea gerne eine Urlaubsresidenz. Immobilien sind in den letzten Jahren nahezu unerschwinglich geworden. Weiter geht es Richtung Stromboli, dem aktivsten Vulkan Europas. Wir wollen die Stadt San Vincenzo auf der Vulkaninsel besuchen und abends dann am Nordhang
des etwa 926 Meter über den Meeresspiegel herausragenden Vulkans treiben lassen, der feuerroten Lavaströme zu beobachten. Doch es kommt anders. Schon die etwa 45-minütige Überfahrt nach Panarea war unruhig. Es weht ein starker Wind. Nach weiteren 30 Minuten Richtung Stromboli entscheidet der Kapitän umzudrehen. Der Wellengang ist zu hoch. Es nimmt ihn an Bord niemand übel. Eher schon, dass er diese Entscheidung nicht früher getroffen hat. Für den Folgetag haben wir uns ein Boot geschartert, das uns auf die benachbarte Insel Vulcano bringt. Der Trip bei ruhigerem Wellengang dauert etwas weniger als eine halbe Stunde. Für organisierte Ausflüge ist es noch zu früh außerhalb der Saison. Alternativ kann man die regelmäßig verkehrende Fähre nehmen. Als wir ankommen, ist nur wenig los. Auf der gesamten Insel leben etwa 550 Menschen. Vieles ist noch geschlossen, es wird gebaut und renoviert für die kommende Saison. Die Liparischen Inseln sind bislang vom Massentourismus verschont. Es gibt auf keiner der 7 Inseln einen Flughafen. So ist das Herkommen aufwendig, entweder über Catania auf Sizilien oder von Neapel aus. Hier lebt man vom Wein- und Olivenanbau, von Hühnern, Ziegen und Schafen und zunehmend vom Tourismus. Erst seit dem 17. Jahrhundert ist Vulcano besiedelt. Vorher mieden die Menschen die Insel wegen den Vulkanausbrüchen. Der letzte größere fand 1888 statt. Die Bewohner konnten sich damals auf Schiffe retten, Strafgefangene jedoch, die in den Schwefelminen arbeiten mussten, kamen ums Leben. Der Vulkan ist immer eine Bedrohung für die hier lebenden Menschen. So geben Hinweisschilder Evakuierungsrouten für den Fall der Fälle vor. Am anderen Ende der Insel gibt es einen kleinen Notfallhafen. Der Vulkan erhebt sich etwa 391 Meter über das Meer. Das Besteigen ist seit 2 Jahren aus Sicherheitsgründen verboten. Zu viele toxische Gase. Hält aber die Besucher nicht fern und kümmert anscheinend auch niemanden. Die Menschen leben hier schon sehr nah am Krater. Auch deshalb bewacht man die Insel an zahlreichen Stellen, um einen Ausbruch rechtzeitig vorherzusagen und die Bewohner und Besucher evakuieren zu können. Dass irgendwann ein größerer Ausbruch bevorsteht, ist Vulkanologen ziemlich klar. Man weiß nur nicht, wann. Schwefelhaltige Gase strömen auch nahe dem Hafen aus dem Erdboden, sodass sich die Felsformationen gelb gefärbt haben. Entsprechend riecht es hier überall intensiv nach Schwefelwasserstoff. Es ist der Geruch von faulen Eiern. In einem größeren Schwefelpfuhl suhlten sich die Besucher. Der warme schwefelhaltige Schlamm soll bei Hauterkrankungen helfen, bei Arthrose und Gelenkserkrankungen. Seit einiger Zeit ist die Anlage geschlossen, was manche Besucher aber nicht von einem Bad abhält und auch hier niemanden stört. Auf Vulcano gibt es weder Quellen noch Bäche. Man sammelt Regenwasser, das über den Sommer für die Touristen aber nicht ausreicht. Also bringt man das Trinkwasser mit dem Schiff.